I was kind of lucky that they were just charging into me because, I could just move with the flow in this clip. The next guy is just coming whenever I have the opportunity to no-scope the next time, and then the next time. So it was kind of lucky, and they played into my, strengths, to be honest. No, I'm sorry for that. It was an accident. It wasn't my goal at all. Seriously. It just happens. Ich weiß nicht mehr, wie gut oder schlecht die Gegner da waren. Ich glaube, die waren jetzt, würde ich sagen, nicht so auf Top-Niveau, aber da konnte man dann natürlich ein bisschen, lockerer spielen. Und ja, ich glaube, da habe ich dann trotzdem ein ganz gutes Game insgesamt abgeliefert. Und also ich glaube nicht, dass das gegen jedes Team möglich gewesen wäre. Ich will jetzt meine Leistung ziemlich kleinreden, aber ja, also gegen MTW oder Antam hätte ich wahrscheinlich mit so einer Spielweise wahrscheinlich eher wenig rausgeholt, aber so ist es mal eben dann. I start shooting, and what's beautiful about 1.6 and that we don't have in CS anymore, do you remember the bobbing thing? So if you hit somebody in the head with USP, which I do, their crosshair goes flying, boom, they can't aim. So that was the whole key about it. So I shot the first one, not too fast reflexes. Second one got bobbed and picked up an AK, killed the third one, if I'm not mistaken. Running up and shooting somebody, it's like God. I've said this before. It's like God takes my hand or something. Just shooting, and I've been trying to figure out myself where that guy actually is because I didn't see him. I have no idea. So I think I got him through the wall in the bridge room on the CT side of it, just straight through the wall. It's and the last guy runs out the door, and I get a headshot on him as well. So, I mean, the beauty of that round is, I would have to say, the fourth frag, which is God or luck, I don't know. I mean, I'm a believer myself, but it was like something else. Das ist eine Szene von IEM 2010 Europe. Wir haben im Finale gegen Fnatic gespielt. Ich denke, das war mein bestes Turnier. Ich denke auch, dass ich da MVP war und das ist halt ein Ace von mir. Jetzt habe ich gerade den dritten gekillt und jetzt mache ich den Double Kill zuletzt. Und dann bin ich nur noch aufgestanden und bin ausgerastet. Also das war eine meiner besten Szenen, würde ich sagen. Und das beste Turnier definitiv, was ich individuell gespielt habe. Und ja, wir haben am Ende das Finale gewonnen. Leider haben wir diese Map Inferno verloren. Und ich hatte noch eine sehr besondere Pistol auf Tuscan CT. Im 4K bin ich auch vollkommen ausgerastet. Also es war auf jeden Fall das beste Turnier, denke ich, was ich je gespielt hatte. That 5K versus Redcoat through the wall. I mean, the wall banging at the time for me on Nuke was like my bread and butter. I thought about all the angles on the map all the time. So it's actually funny because, in those moments when I'm doing it, I don't feel much, like I'm just like going through the motions of a retake. And then all of a sudden I'm thinking about the timing. My team says, they're running out hut. I know that angle, so I shoot. I could see the angle. And what was impressive to me about Nuke for myself when I think back is I didn't need to stand in any one spot to line up through the wall. Like I did that because I had some set lineups for unique boxes, but I could be at any angle and I felt comfortable shooting through the wall on Nuke. So it was always a special map for me to play and have moments on. And then of course that ace I know people talk about a lot. Also natürlich war es ein bisschen Luck. Das sind, glaube ich, solche Sachen immer. Wenn man sich halt die Demo anschaut, dann passiert das da relativ viel, solche Szenen. Aber nichtsdestotrotz war das Luck, weil so habe ich nicht normal gespielt. Also das war nicht der normale Modus von mir. Von daher war das einfach eine lange Luck-Streak, diese Demo. Wir durften halt auf keinen Fall verlieren, sonst wären wir nicht auf den Finals gewesen. Und dann haben wir halt als CT leider halt 6 Runden von EFF Gold reinbekommen, was ja damals dann schon eine Ansage ist. Ne? Da war ja die CT-Seite schon, die Terror-Seite ja eigentlich sehr schwer und war schon schwer als T dann die Runden zu holen. Und ja, ich glaube, die Taktik war damals halt, dass die anderen 4, die gingen dann Rampe. Und ich sollte dann von außen halt verzögert einfach mal gucken, was dann geht, wenn die halt verschieben zur Rampe, dass ich da was wegholen kann. Ja, und leider waren halt dann alle irgendwann tot. Und ich habe halt dann den ersten noch geschafft zu holen in der Halle, der dann verschieben wollte. Da waren wir, glaube ich, noch zu dritt am Leben und dann war es halt ein 1-on-3. Und die Bombe lag halt im Vorraum oder im Radioraum quasi von den CTs dann umzingelt. Und ja, bin dann zur Rampe. Da habe ich dann Gott sei Dank den ersten direkt weggeholt mit einem Headshot. Und da ging es halt weiter, ne? Dann war es halt das 1-on-2. Ja, ich bin dann vorgegangen zum Radioraum. Der erste kam mir schon entgegengesprungen, hat dann Gott sei Dank direkt auch einen Headshot gefangen und dann war es halt das 1-on-1 am Ende, wo ich dann schon, hat man schon ein bisschen gesehen, dass ich dann schon ein bisschen gezittert habe mit
mit dem Fahnenkreuz, das war halt echt eine krasse Szene dann, dass wir das noch geholt haben. Ich denke mal, es war schon eine sehr wichtige Runde dann damals, weil wenn wir das Spiel nicht unentschieden oder gewonnen hätten, dann wären wir nicht auf die Finals gekommen. Und wer weiß, wie es dann weitergelaufen wäre mit dem Rest, ne? Wir sind ja danach dann auch noch auf internationale Turniere dann gefahren, nachdem wir dann die EPS-Finals noch überraschend dann gewonnen haben. Ja, war schon eine ziemlich wichtige Runde. Once everyone came out of their little positions, I was basically able to, isolate multiple one-on-ones in a very weird position. And it was one of those situations that even if we lost the round, obviously, I felt like it was one of those rounds kind of starting off the game, playing on the harder side of T-side Inferno. They knew that they were up against something different over here. And we were gonna, every round was gonna be a battle for them. Pubmasters, die haben es zum ersten Mal gemacht in einem YouTube-Video und wir haben gedacht, wir können das auch mal machen. Wir wussten nicht, dass es erfolgreich ist. Wir haben gehofft, dass es zum Ziel führt, weil jetzt sonst noch keiner ein offizielles Spiel gemacht hat. Und das Resultat sieht man ja. In dem Moment, ich habe nicht wirklich gedacht, sondern ich habe es einfach nur gespürt. Ich war mir 100%ig sicher, dass es funktioniert. Also das war keine Überlegung, nicht kann ich ihn kneifen hier, sondern bam, das war einfach im Kopf so, mache ich. Und ich weiß noch die Szene, Tess hat gekämpft Richtung Mitte, hat geschossen und ich habe gehört, wie viele Schüsse er geschossen hat und ich war mir relativ sicher, der hat kaum noch Schuss und dann ist er mir in die Arme gerannt. War halt auch cool, dass der Clip dann später in dem Mouseboards Frag-Video gekommen ist. Dann hat man gehört, was die Kommentatoren gesagt haben. The Germans have done it in style und ja, dieser Kill, den habe ich zwar gemacht, aber das war irgendwie für das gesamte Team, das war für uns ein besonderes Event. Wir werden es auch nie vergessen und ja, das Turnier dann so zu gewinnen, das tat gut. It was just the right timing. I had a feeling before. I know HLO. They used to play really, really fast, and they used to play, straight ahead. You didn't get one moment of, it was just really, really aggressive playing as a T, especially on Nuke. And I remember I just told myself before the round, I'm not going to buy anything grenade-wise. I'm just going to go ahead. I'm going to stand there. I had a feeling they were coming through the door, and then they just lined up perfectly. It was just, I barely had to aim, I guess. It was just clicking the left button, and there were headshots all over the place. Das ist das One-on-4 beim Finale der CPL Spanien in Complexity. Dazu muss man wissen, damals war Complexity das beste Team der Welt. Wir waren gerade im Finale. Ich glaube, wir hatten auch schon einen sehr, sehr guten Start hingelegt. Und ich habe es dann irgendwie geschafft, ich weiß auch nicht mehr wie, mit der AK innerhalb von kurzer Zeit dann irgendwie dieses One-on-4 bei geplanteter Bombe mit sehr schönen Schüssen irgendwie für uns zu entscheiden. Eine lustige Anekdote dazu. Erstmal haben nämlich meine Mitspieler gar nicht mitbekommen, dass ich da sozusagen diese Runde noch hole. Meine Mitspieler sind davon ausgegangen, dass wir diese Runde verlieren, weil ich glaube, bei Gore ist der PC ausgefallen und dann hatten die Spieler schon irgendwie mit den Admins geredet, irgendwie, dass man den PC da irgendwie schnell hinbekommt, dass wir eine technische Pause kriegen. Und irgendwann ist dann Neo aufgefallen, dass ich irgendwie den zweiten, den dritten und sowas töte und hat dann irgendwie die anderen Jungs dann irgendwie nochmal, hey, schaut mal. Und dann haben erst die Jungs ein bisschen verspätet da mitbekommen, was ich da gerade irgendwie für eine Szene habe. Und dann war es halt umso lustiger, dass ich dann am Ende das One-on-4 auch gewinnen konnte. I don't think I've ever talked about this on an interview before. So there's a story behind that. Back in the day, keyboards didn't have USB plugs. They're just PS2 connectors. So sometimes you couldn't press like 2 or 3 keys at once and have them all operate. Well, it turns out my crouch key and my diffuse key pressed together didn't work. So if I held down my crouch key and my diffuse key, it wouldn't register the button for my diffuse was working. So get to the round where I went to defuse the bomb. I crouch. If you see in the video, I crouch and then try to defuse, and you think I'm sitting there defusing, but I'm freaking out. I'm like, nothing's happening. It's not diffusing. So I get up and I run out, and I knew he was over by alleyway, and I just flick against the wall, shoot, killed him, and I run back, and you see, I stop and I don't crouch, and I defuse it standing up. So it actually worked. I don't know what prompted me to go back after I thought I didn't bind the key. I thought I didn't bind the diffuse key. I was like, oh my goodness, we're gonna lose this round because I didn't bind a key. So yeah, it makes the round a lot more interesting, knowing that I thought that my diffuse key wasn't bound, and then I just ran out and killed him, ran back and diffused. Das Ding ist, was man nicht vergessen darf, ist, wie viel wir diese Position trainiert haben. Wir haben das mit Fatih schon trainiert, auch zu der Zeit. So, man sieht das an der Flash und sowas, diese Kistenflash. Wir haben das wirklich nächtelang haben wir das trainiert, dass wir
ey, einer spielt außerhalb und wir gehen mit 3 Leuten, probieren wir über kurz zu kommen. Und der Außerhalbspieler muss es immer handeln. Und das ist wirklich krass, wie viel Früchte das eigentlich getragen hat. 1000-mal mehr als Deathmatch oder so. Sondern wirklich dieses so, ey, einer geht an die Core-Posis, die Leute bringen so die Standardgranaten, das Standard-Equipment und du musst es handeln. Ganze Zeit. Und die wissen eigentlich auch, was kommt. Du weißt, so, das hat so viel mehr gebracht damals. Und das war auch lustig, weil ich auch weiß, dass Fatih auf dem IFNG auch an der Rampe zu der Zeit eine fette Szene gehandelt hat. Und dann auch so schöne Grüße an Sonics geschrieben hat. Gibt auf jeden Fall gute Erinnerungen zurück und eigentlich auch nochmal einen guten Reminder, welches Training auch eigentlich wirklich was gebracht hat, weil die Leute auch immer fragen so, ey, willst du Deathmatch, machst du viel da, spielst du viel Retake und sowas. Und mir fällt ein, dass genau diese Situation auch super viel für uns gebracht haben, dass wir Szenarien im Kopf vorbereitet haben und die dann einfach runtergespielt haben. Das war wirklich mega Gold und ja, ESC hat es dann halt direkt mal kassiert. Ich habe da ehrlich gesagt so wenig mitbekommen. Das war für mich eine ganz normale Runde. Ich habe versucht, die Runde zu gewinnen. Vor allen Dingen, es ging ja auch um ordentlich was da auf dem Event. Aber ich habe einfach versucht, mein A-Game zu spielen und irgendwie kam das eine, folgte auf das andere und ja, schon war die Runde gewonnen. Und ich habe das da in der Situation auch gar nicht so richtig mitbekommen. Erst im Nachhinein, als ich die Videos oder die Demos gesehen habe, ist mir aufgefallen, hey, das war wirklich jetzt gerade das ganze Team. Mein Team ist vorher gestorben. Ich war ganz alleine auf diesem Event mit, weiß ich nicht, Tausenden von Zuschauern. Das war schon eine krasse Situation. As an opper, you have like traditional oppers where they kind of just sit back and play angles and stuff like that. But I was more, I guess, a hybrid kind of player. So when I opped, I did a lot of aggressive no scopes and stuff like that. And I think it's like, it's good when you're able to just kind of pull that out because, you know, you're kind of relying on not them pre-firing or pre-flashing the angle, but you like catching them in mid-movement kind of thing, you know, and it just hit like 2 or 3 no scopes and it felt pretty, it feels good. I mean, at the time you kind of don't, you're kind of into it and you get pumped up a little bit, but then once you look back, it's a pretty fun memory.